swallowed by a chorus of turbulent music. Through one creature sing many voices. Sovereign, he has come. He is here. Hallo ihr schönen Menschen des Internets und willkommen zu einer neuen Folge Baldur's Gate 3. Freut mich, dass du wieder dabei bist. Wir haben ja beim letzten Mal erlebt, ganz am Ende der Folge, dass wir hier irgendwie umgestoßen wurden von irgendwas. Und wir haben auch schon alle möglichen Vibrationen und so. Ich habe die Befürchtung, das wird auf einen Kampf hinauslaufen. Ich weiß nicht, ob hier. Das sieht auf jeden Fall prädestiniert aus für einen Kampf. Hier geht es auch irgendwie hoch. Ich möchte gerne eine Rast machen, bevor wir hier weiterlaufen, weil wir haben kaum noch Zauberplätze und wir haben keine kurze Rast mehr. Deswegen, ich werde jetzt erstmal eine lange Rast machen. Im Lager. Tag beenden. Jawohl. So. Sehr cool. Ich glaube, wenn wir so nach der Krippe suchen, nach dieser Githyanki-Krippe, da werde ich dann auch Lae'zel mitnehmen. Vielleicht für Karlach dann einfach. Können ja mal hören, was sie so zu sagen hat, ob sie was Neues zu sagen hat. Be wary of false promises. The missing druid, Halsin, was it? He may be talented, but only a Githyanki Zathis can cleanse an embedded tadpole. Okay. Also sie ist der Meinung, dass wir Halsin gar nicht brauchen. Und unser guter Vampir, was sagt er? To think, Gales had this devastating all within himself the entire time, and only just mentioned it. Who'd keep a secret like that from his friends? You can't trust anyone these days. Okay. Also nur Kommentare, keine Nachfragen oder so, keine neuen Dialogoptionen. Wir gehen mal ins Bett. Gut. Dann würde ich sagen, wieder raus hier. Und dann gehen wir mal hier. Was ist das? Ein Schädel, der leuchtet. Ach nee, die Kerze leuchtet. Kerze. Die haben wir ausgemacht und den Schädel haben wir aufgenommen. Okay, was ist das hier? Fackelstelz. Wisst ihr, wonach das klingt? My faith will guide me. Danach. Yep. Dachte ich mir. Timaske-Sporen. Timascan Torchstalks. Great. Get confused by one, blown up by the other. Timaske-Sporen. Mhm. Was haben wir hier? Mykonide, giftiger Mykonide. Aber die sind gelb, nicht rot. Also scheinen die nicht direkt böse zu sein. Und hier haben wir auch noch... Looks like there was a fight. No love lost between Dwergar and Myconids, it seems. Okay, also haben die Dwergar und die Mykoniden scheinbar gegeneinander gekämpft. Bevor wir jetzt aber hier lang gehen, gehe ich jetzt erstmal... Schauen wir mal, wo müssen wir noch... Hier das Stück haben wir noch nicht erkundet. Also hier rüber. Ne? Und dann hier unten noch nicht.
Doch, hier waren wir scheinbar schon. Oder? Hä, wann waren wir denn hier? Wo ist denn das hier? Hier ist der Seloniten-Außenposten, ne? Aber wir waren doch gar nicht hier unten, oder? Glaube ich. Ich gehe erstmal Richtung Mykoniden. I have a lot on my mind. And, well, in it. Und wenn ich mich richtig entsinne, kommunizieren Mykoniden bei D&D über Gedanken. Das heißt, also so über Bilder und so im Kopf und nicht wirklich über Sprechen. Das heißt, ich mache mal Gedankenlesen-Trank. Wenn ich einen habe, Trank des Gedankenlesens. Wir hatten doch einen, ziemlich sicher. Da. Trinke dies, um dir einen Überblick über die Gedanken der Kreaturen um dich herum zu verschaffen. Nehmen wir einfach mal. So. You are swallowed by a chorus of turbulent music. Through one creature sing many voices. The harmony of an entire collective. Sovereign, he has come. He is here. The choir fades. A single melody rises above the others, brassy and commanding. I am sovereign. You see a vision. Your lifeless body wrapped in fungal tendrils. The Sovereign is threatening you. State your purpose. Boah. Motiv erkennen, verstehen, anstreben, dich auf das Lied des Königs konzentrieren. You detect a distinct quiver in every note. These creatures have experienced recent tragedy. Ich spüre eure Furcht, ich bin hier, um euch zu helfen. Fungal roots weave through your mind, seeking your true intent. Then the Sovereign drones a new melody, cautious but welcoming. Descend to me. Let us speak in flesh. The persistent music coaxes you forward. The Sovereign expects you. Okay. Durger Spurendiener. Fungus and mold glaze the servant's face and body. Through music and vision, the Sovereign reveals its origins. You see a frothing Dweger, axe drawn, crazed by bloodlust, bearing down on a young Myconid. A frightened Myconid circle conjures mildewed vines. They encircle and transform the Dweger. It now belongs to the circle. It will obey the Sovereign. Ah ja. Mushrooms can raise the dead. That's interesting. Fungus and mold glaze the grotesque creature's face and body. A voice drifts into your mind as you gaze upon the misshapen servant. Leave this one. Come to me. We must speak. Okay. Gehen wir noch mit ihm kurz gucken einmal. Seek Okay. me. Seek the Sovereign. Ja. Wahrscheinlich hier oben, ne? Souverän. Ja. What is the creature doing to those corpses?
Musiker Mykonide. Aber das ist er, ne? Wahrscheinlich. The Sovereign's thick fingers stroke the corpse at its feet. A droning melody greets you as the creature turns its gaze to you. Flesh talker, I show you a memory. Watch and listen. A violent vision grips you. Dwergar, dark dwarves chopping Myconid remains. They broke our peace. They killed our young. The Sovereign's song slows to the pace of a dirge. It is still in mourning. We laid waste to many, but intruders remain. Lakewood. The Sovereign's song halts as it measures your worth. I sense your resolve. You will find Dwergar invaders near Lake's Edge. Cleanse the rot. Destroy them. Dwergar killed their children. They should pay the price for the cruelty. Warum haben die Dwergar angegriffen? Deep purples swirl into familiar shapes. Gnomes in mining gear, chased by Dwergar. The Dwergar seek a gnome. It is a guest. Hier versteckt ein Gnome auf der Flucht, sehr lobenswert. The Sovereign says nothing, but you hear appreciation in its song. Ihr habt belebende Sporen in der Leiche platziert? Yes. Our enemy's flesh makes a fine host for my growing children. If I die down here, destroy my corpse. Diese Sporen sind derart mächtig. Wie kann ich mir dieses Wissen aneignen? You may not. The spores hear only the circle. They dance to no other harmony. Alright. Ich beseitige die Fäulnis, die Dwergar am See werden sterben. The Sovereign gifts you one more vision. A wall of vines parting to reveal glowing light. Riches of magic and mind. Cleanse the rot, and they are yours. You do the circle a service. We will await word. Okay. Kann ich jetzt mit dem sprechen? Greets you with a harrowing elegy, cheerless as the new moon. Peace. Mhm. No peace. Also. Ist das Fassstängel? Okay. Ist das der Gnom? Don't. Her condition is familiar. Poison, derived from a wild weed common to the Underdark. She'll need an antidote soon, most likely held by the poisoner. Wir geben mir erstmal ein Gegengift. God! Whatever that is, I needed it. Why are you helping me? You're a drow. Wir sind nicht alle Fanatiker, nun wisst ihr es. No. Now I know. I thank you for your help, but I gotta get moving. Oh, it hurts. Girls' garters. Oh, I don't have time for this. My kin need me.
Ganz ruhig. Was kann ich tun? Seems you're the helping kind. All right. I need you to rescue my kin. Not charity, mind. We can pay. We're Iron Hand Clan. Best artificers in Baldur's Gate. We were on an expedition down here when the Dwergar snatched us up. I got away, but not the others. The Greys have them digging out some old ruin across the lake. Auf was für eine Expedition war euer Clan da? Just mining for materials. Nothing unusual. But our work pays well. Help my clan and we'll make it worth your while. I swear. Also sie scheint uns angelogen zu haben, aber keine Ahnung warum oder womit. Aber egal, schon gut. Ich befreie eure Leute, wenn ich kann. Thank you. Only wish I could go with you. But here. I nabbed these boots from the Greys when I ran. I'll feel better knowing you're using them to kick some Dwergar ass. I'll mark where I made my escape and wait here, I suppose. Not much choice, eh? True, aber warum lügst du mich an? I'm coming along, just not fast enough. Any word on my people? Wie lange noch, bis ihr euch rühren könnt? Don't know. Longer than I'd like, but a slow recovery, still a recovery. Okay. Wir können scheinbar die anderen Stiefel der Geschwindigkeit. Oh. Das klingt nicht schlecht. Apropos, Will könnte mal die Handschuhe anziehen, ne? Was hat er für welche an? Keine Rüstung und kein Schild trägst. +2 Rüstungsklasse. Oh, das ist natürlich auch strong, ne? So hat er nur 13 Rüstungsklasse. Wir lassen das mal erstmal sein. Ich pack das mal ins Lager. So, was machen die Geschwindigkeitsdinger? Fersen zusammenklicken. Schlage deine Stiefelhaken zusammen, um die Bewegungsrate und Bewegungsfreiheit zu gewinnen. Deine Bewegungsrate ist verdoppelt und deine Gegner sind bei Gelegenheitsangriffen gegen dich im Nachteil. Wow. Was haben wir für Stiefel an? Spinnenschrittstiefel. Ja gut, dann weiß ich ja, was ich nehme. So, ach genau, und dann wollte ich Will ja noch den anderen Stab geben, ne? Habe ich den ins Lager gepackt? Kann sein. Die können auf jeden Fall auch ins Lager. Hier. Den hier wollte ich Will geben. Wobei, was benutzt Schattenherz gerade? Wits and blades, always sharp. Ach, den Mumen stecken, ne? Ja, das ist eigentlich ganz cool, dann hat sie eine Offensivfähigkeit mehr, aber ihm, glaube ich, gebe ich mal... Was hat er? Corellions Gnade. Ja, es gibt ihm ein bisschen bessere Rettungswürfe, aber ich nehme mal das. Er hält 2 Blitzladungen. Ja, nehmen wir das mal. Lassen wir mal so jetzt. Ich überlege halt auch, ob ich mir so Builds mal angucken soll irgendwie im Internet oder ob ich es wirklich einfach so ganz frei schnauze. Es gibt natürlich auch Builds, so wie jetzt bei Witcher oder so gibt es ja auch Builds. Die gibt es natürlich auch bei Baldur's Gate. Huch. Was bist du? Silberbang. Ah ja. Hätte ich irgendwie mit rechnen können. Da ist ein Händler. Was haben wir hier?
Ach, hier ist sogar ein Schnellreisepunkt, okay. Unterreich Mykonidenkolonie. Naja. Na gut, die würde ich mir jetzt aber schon mal noch gerne angucken, bevor wir uns wieder an die Oberfläche begeben. Und wir hatten eine Quest bekommen, ne? Besiege die Duergar-Eindringlinge auf Karte. Okay, das ist hier hinten. Da sind wir ja jetzt noch länger nicht. Was ist hier? Was ist das denn? Was ist das denn für ein Strich? Wahrscheinlich der Rand der Karte, oder? Nehme ich mal an. Oha, dann wäre die Karte aber echt riesig. Fast so groß wie die erste wahrscheinlich. Was wollte ich denn jetzt machen? So, mit ihm gleich reden. Genau, die zweite Quest noch gucken. Die mit den Gnomen. Besiege die... Ah ne, rette die Gnome aus der Grimmschmiede. Betreibe die... Gnome Tulla von Eisenhandlern will, dass wir ihren Leuten... Ja. Das ist auch hier, okay. Bei den Duergar am See direkt. Ah ja. Und der Charidentempel, finde das Nachtlied, ist auch hier. Aha. Also alles führt in diese Richtung, ich verstehe. Und hier haben wir wahrscheinlich dann alles, was oben. Genau, finde die Goblin-Priesterin, reise zum Goblin-Lager, rette den Druiden. Mhm. Na gut. Hallo, Blurk oder Blurk. Ah, a visitor. You're a welcome sight. But let us observe the customs of the locals. The scholar's brow tenses. His voice spills into your skull, the spores connecting mind to mind. Blurg, proud member of the Society of Brilliance, at your service. Or perhaps not. Your mind is far more complex than that of the fungi. Ja, und wenn euer Gehirn auch, beziehungsweise euer Verstand auch komplexer ist als das von Pilzen, dann lasst mir sehr gerne ein Like auf diesem Video da. Ich würde mich sehr drüber freuen. Wir fangen mal direkt an und fallen mit der Tür ins Haus. Euresgleichen sind hier unten meist Sklaven. It's true that many of my brethren are enslaved here, but my intellect has secured my freedom. It is my hope that my research will lead to liberation and peace for my people. Such designs are part of why I've devoted myself to studying the Myconids. My colleagues and I are working to improve conditions in the Underdark. This need not be such a dire, hostile place. Our kind has suffered needlessly for generations. Do you also seek peace among the Myconids? Ja, natürlich, klar. Ich gehöre hier hin, aber ich kann nicht mehr bleiben. I know the feeling well. What has driven you from home? Er wirkt ja nicht, also natürlich könnte er jetzt uns auch verraten oder so, aber er wirkt ja jetzt erstmal nicht feindselig. Ich erzähle ihm die ganze Geschichte. Notfalls verhauen wir ihm halt den Popo. You were infected by an illithid tadpole? It's a miracle you're still intact. You must be worried sick, but have no fear. I have a friend who may be able to assist. Omelium! I hope this is important, Blurg. My Zerkwood samples need constant attention. It is. This adventurer has an illithid tadpole inside his head, but he hasn't turned. No ceremorphosis? Oh, wow. That's impossible, but intriguing. Are you looking to have it extracted? Ein Elitid ist euer Freund, wie ist das möglich? I have broken free from the Elder Brain's yoke. I no longer serve the grand design. I ask that you refrain from violence, while I respect that your opinion of my kind may not change.
Der große Plan. Was ist der große Plan? A collective quest to eliminate the Gith and enslave all other humanoids. If that settles matters for the time being, would you like a diagnosis? Open your mind to me. Let us see what lurks within. Boah, ich habe echt scheiße Schiss, dass ich das jetzt hier echt verkacke. Ich lasse ihn mal in meinen Verstand. As the Meloan's mind pierces yours, the tadpole pulses with power. It feels 10 times its size. Alive, awake, almost smug. This is most unusual. The incubation period should be complete, as should your transformation. But the larva is infused with strange magic. It appears to be in some form of stasis. Was, wenn die Stase endet? I can only theorize, but I suspect your transformation would be both agonizing and instantaneous. I thought it was always agonizing, Ammalium. Well, yes, but that wasn't my point. Könnt ihr die Larve entfernen? No, it appears to be shielded from physical and magical influence. And even without the shield, the extraction would involve severe cranial trauma. Das klingt nicht gerade ideal. It is not ideal. The process would surely kill you. But not to worry. Should you transform, I will happily perform a new examination. Okay, also er scheint ja wirklich nicht bösartig irgendwie zu sein. Omelum von diesem merkwürdigen Gedankenschinder-Schiff erzählen, auf dem du warst. A Nautiloid? Fascinating. I have never set foot on one myself. They were our warships during the greatest eras of the Illithid Empire. We ruled the entire astral plane from their decks. The design was lost when the Gith rebelled and ended our dominion. Ich bin gerade sehr froh, dass ich nicht Lae'zel dabei habe, weil ich glaube, die hätte dem Typen einfach den Kopf abgeschlagen. Danke für die Information. Of course. I am sorry I cannot assist you in its removal. But I have an idea. Oh, perhaps I should start taking notes. There may be a way to bypass that stasis. There are many alchemical substances that can influence the mind. Ich dachte, die Stase sei der Grund, warum ich noch lebe. I do not intend to shatter its protection. I need only bypass the interference that prevents me from communicating with the larva. Was für Alchemie habt ihr denn im Sinn dabei? A tincture distilled from a collection of rare mushrooms. They have subtle psionic influence. I would require a fresh tongue of madness and Timusk spores. But be warned, in their natural state, both of these mushrooms can be quite dangerous. Timusks cause confusion in those that approach them. The tongue is self-explanatory. Man sollte beides wohl lieber nicht essen. My formula will hamper the more harmful effects once the mushrooms are brewed into a potion. Your sanity, however much you possess, should remain intact.
Okay, also wo finden wir die Pilze? The Underdark, of course, although they are quite rare, and their discovery perilous. I imagine Lenore would have them in her possession. She served Mistra as a cleric. Warum sollte eine Klerikerin gefährliche Pilze besitzen? She is quite fond of her garden. Lenore has always been a lonely sort. Nature was her only companion. I offered her the chance to join the society, but she refused. Her experiments on Susa bark took priority. Na gut, ich komme wieder, sobald ich die Pilze habe. May your travels be safe and swift. So, wir haben noch einen neuen Auftrag. Never seen anything like it, Blur. Is my species evolving? Okay, das war schon alles. Perhaps, but doch at nicht. such an accelerated rate. It simply shouldn't be possible. Na gut. Finde die Pilze, die Omelum braucht. Ja gut. Können wir mit ihm handeln? I greet you, child of the dark. How has your search for the mushrooms fared? Nee. Wie seid ihr aus eurer Kolonie entkommen? I was born with a propensity for arcane magic my people despise. It gave me the strength to resist the Elder Brain. Every waking hour I pushed back against its dire hold. My wizardry empowered me. The moment its control shattered, I fled. Before the colony discovered I had defected. Wie habt ihr überlebt? Braucht ihr dazu keine Gehirne? In the beginning, I had an arrangement with a lich. Excellent company, despite what one would expect. I required brains, he required souls. A perfect symbiosis. But our ambitions eventually splintered. I wished to better the world, and he preferred its rot. So I left his company, and thus I now feed from those who act against the society's goals. Wohl der beste Weg, diese Art von Hunger zu stillen. Perhaps the peoples of the Underdark will be less inclined to violence if they comprehend the cost, yes? Okay. Glauben wir ihm einfach mal. How is your more personal research progressing? Not well. The nutrition my species receives from other minds is difficult to emulate. Okay, er versucht sich scheinbar zu befreien. Friend, you'll find the key soon enough. Er versucht sich zu befreien davon, dass er Hirne essen muss scheinbar. Hallo Blurk. Welcome back. Have you made any new discoveries? Ich habe noch nie von einer Gesellschaft der Brillanz gehört. Understandable. We are small in number and rarely stay in one place for long. Forschungsarbeiten im Unterreich scheinen ziemlich gefährlich zu sein. Yes, but it has abundant natural resources. Spores, water orbs, Trillimac. I've studied them for years. Okay. Unsere Leute sind nicht gerade erpicht darauf, miteinander zu teilen. And yet we are all in need. Imagine what creativity would bloom if no craftsman starved. If every wizard had spell materials. War die hier, als die Duergar angegriffen haben? I observed the fight from a distance.
Combat is not my field of expertise, but the Myconids handled themselves well enough. Habt ihr etwas Interessantes zum Handeln? I do enjoy a good bargain, if anything in my private collection is to your liking. Ja, bestimmt. Verderbte. Die magischen Kräfte der Klinge wirken nur, wenn sie an einen mystischen Ritter gebunden oder an die Pakt auf eines Hexenmeisters ist. Ein Bonus von +1 auf Schadens- und Angriffswürfe. Melfs erster Stab. +1 auf Zauberrettungs-SG und deine Zauberangriffswürfe. Melfs Säurepfeil. Oh, das ist auch stark. Diadem des Versenkens. Auch stark. Krass. Lebensspender. Wenn der Träger Blitzladung hält, bekommt er 3 temporäre Trefferpunkte. Wäre gut für Will, wenn er jetzt gerade den Stab benutzt. Kann in der Dunkelheit bis zu 12 Meter weit sehen. Bewegungsrate wird durch schwieriges Gelände nicht beeinflusst. Wenn du einen Gegner verbrennst, erhältst du 2 Züge lang Hitze. Psychischer Funke. Verschießt einen zusätzlichen Wurfpfeil, wann immer du magisches Geschoss wirkst. Das wäre natürlich krass für Gale, ne? Wie viel Gold haben wir denn jetzt gerade? Genug. Ich glaube, ich kaufe das einfach alles mal. So, dann nehmen wir die Heiltränke auch noch mit. Zack. Ja, Alchemistenfeuer, sowas benutze ich gefühlt eh nie. Gedanken wahrnehmen werde ich auch nicht brauchen, glaube ich. Weinkaraffe kann auch weg. Offene Ketzerei. Ja komm, wir haben so viele Vorräte, also so ein paar Sachen kann ich auch mal verkaufen. Und hier die ganzen Waffen vor allen Dingen. Nope. Ich habe Karlachs Unterhose verkauft, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Bettlaken. Was habe ich denn hier eingesammelt, ey? Die Kiste kann er auch haben. Okay. Wir haben wieder ein bisschen mehr Platz. Schauen wir mal hier rein. Also Dolchwolke, falsches Leben. Wie lange gilt das? Bis zur langen Rast. Oh, das ist natürlich gut. Federfall. Ja, komm. So. Wollte auch nicht alles immer behalten. Hier die Dolche zum Beispiel können auch mal weg. Mehr als eine Fackel baue ich eigentlich auch nicht. Gut, das hier kann ich dann Karlach wiedergeben. Und dann reicht das auch erstmal jetzt, glaube ich. Very well. I have mushrooms to catalog. Okay, viel Spaß dabei. Have you spoken with Skris lately? Reisetruhe. Oh, es lächelt mich so sehr an. Yes, she is cataloging Koatuan fertility rituals. Oh, well perhaps after I finish my research here, I'll join her. Keine Chance. Vielleicht, wenn ich mich unsichtbar mache. Oder wenn er einfach woanders hinguckt, zum Beispiel so. I greet you, child of the dark. Klappt auch nicht. Mit einem Trank der Unsichtbarkeit könnte ich das natürlich machen. Habe ich sowas zufällig?
glaube nicht. Oder? I have never seen Sieht anything. nicht so aus. Is my species evolving? Perhaps, but at such Nee. an accelerated rate. Zumindest nicht dabei. Vielleicht habe ich ja im Lager eine. Wer weiß. Aber so wichtig ist es ja jetzt auch nicht. Wir wollen, eigentlich sind sie ja unsere Freunde, wir wollen sie eigentlich nicht beklauen, aber irgendwie hat es mich gerade angelächelt. Na gut. Ja, und beim nächsten Mal würde ich sagen, schauen wir dann wieder weiter, wo es hier noch lang geht und auch dann gehen wir wahrscheinlich auch irgendwann im Laufe der nächsten Folge wieder Richtung Oberwelt. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, lasst mir sehr, sehr gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.